Hallo, hier ist der Matthias von einfachboot.de und heute beschäftigen wir uns mit dem Service Part 2. Ich zeige euch, wie man einen neuen Kraftstofffilter einbaut und diverse Schmierstellen abschmiert. Hier die neue Filterpatrone, den alten Filter hatte ich bereits ausgebaut. Wie der von innen aussieht, dafür mache ich euch ein extra Video. Man sieht, hier ist noch eine separate neue Dichtung mit dabei. Die kommt entsprechend zwischen Filterpatrone und Klarsicht-Schauglas. Danach werden die beiden Teile zusammengefügt, also zusammengeschraubt. Handfest reicht dabei vollkommen aus. Jetzt den komplettierten Filter wieder in die Aufnahme hineinschrauben. Anders als auf dem Aufdruck des Filters und üblicherweise vielleicht, befülle ich ihn erst im Nachhinein. Das mache ich wie folgt, indem ich den Sprithahn wieder öffne und dann mir den Pumpball abbaue und über diesen Pumpball hinweg den Filter vom Kraftstofftank direkt blasenfrei mit Sprit auffülle. Wenn das erledigt ist, dann können wir jetzt anfangen, die einzelnen Schmierstellen abzugehen. Dazu habe ich eine handelsübliche Fettpresse, da ist Marinefett drin und stecke das jetzt mal hier an der Lenkung auf. Es ist ein bisschen umständlich, die Kamera zu bedienen und die Fettpresse ordentlich aufzustecken und dabei noch zu pumpen. Geht jetzt hier mit Hilfe vom Knie. Und wenn man pumpt, dann 2-3 Hübe mindestens, jedoch besser so viel, bis Fett sichtbar an den Schmierstellen austritt. Das sieht man jetzt gleich später im Video auch nochmal. Das war jetzt die linke Seite, jetzt kommt die rechte Seite. Ordentlich da reinpumpen. Dann kommt als nächstes die vertikale Achse, wo der Motor dranhängt, beziehungsweise über die er sich drehen lässt, lenken lässt. Auch hier ordentlich Hübe rein hinein, dass es oben rausquillt. Dann gehen wir mal rüber auf die andere Seite, dann sieht man es entsprechend nochmal besser. Oben da, der weiße Kringel, das ist da, wo das Fett rausgedrückt wird und so muss das auch sein. Nur da, wo das frische Fett austritt, hat man sichergestellt, dass nicht nur das alte Fett raus ist, sondern dass das da drin enthaltene oder die da drin enthaltenen Dreckpartikel ebenfalls mit ausgetragen wurden. Jetzt nochmal den Motor in die andere Richtung schwenken, von der anderen Seite ebenfalls besser dran zu kommen. Auch da sind Schmiernippel. Ihr findet das in der Bedienungsanleitung von eurem Motor, wo die einzelnen Schmierstellen sind, meistens auch bebildert. Ansonsten mit wachen Augen um den Motor herumschleichen und dann entdeckt man die. Ich würde grundsätzlich überall an alle beweglichen Stellen, wo es geht, Fett dran geben. Ich mache das sogar an die Schrauben von außen, weil Fett ist auch eine Art von Rostschutz. Im nächsten Schritt nehme ich den Propeller runter. Hier ist bei meinem Motor unten an der Propellerwelle eine weitere Schmierstelle, die man sehr schnell mal vergisst. Um den Propeller runterzunehmen, nehme ich den Splint heraus und wenn der Splint draußen ist, entsprechend die zentrale Mutter abschrauben und schon kann man den Propeller entnehmen. Da bietet es sich direkt danach an, alles einmal ordentlich zu säubern. Das heißt, die Zahnwelle von altem, mit Salz bei mir in diesem Falle durchsetzten Fett zu befreien, alles einmal ordentlich sauber zu machen und danach wieder mit neuem Fett einzustreichen und den Propeller dann wieder zu montieren. Schmierstelle abschmieren, nicht vergessen. Wenn die Fettpresse nicht 100% gerade angesetzt ist oder richtig draufsteckt, dann quetscht sich das Fett schon mal am Schmiernippel vorbei und entsprechend geht es nicht in die Schmierstelle hinein. Darauf achten, das ist mir am Anfang passiert und ich musste das nochmal korrigieren. Wer den Trick noch nicht kennt, zur Demontage und Montage des Propellers empfiehlt es sich, einen Holzklotz zu nehmen, den man dann zwischen Unterwasserteil und Propeller einquetscht. Dann dreht er sich nicht mit und man kann die zentrale Mutter sehr gut lösen. Bevor man den Propeller im nächsten Schritt wieder in umgekehrter Reihenfolge montiert, empfehle ich hier richtig dick Fett dran zu hauen, also an die Zahnwelle und alle Komponenten, die damit zusammenhängen, damit das Ganze kein, was wird es geben, Passungsrost vielleicht. Es schützt die ganzen Bauteile vor dem Salzwasser, was doch allen Bauteilen gegenüber eine gewisse Aggressivität aufweist. Wenn der Propeller wieder sitzt und die Mutter drauf ist, dann den Sicherungssplint nicht vergessen. Den treibe ich hier mit einem Hammer ein und auch die beiden Enden müssen umgeschlagen werden, sodass die Mutter nie Gefahr läuft, sich von alleine zu lösen von der Propellerwelle. Ja, dann können wir auch schon anfangen zu saugen. Das muss natürlich nicht sein, ich mache es aber der Korrektheit halber. Es sammelt sich über den Jahresverlauf wenig Schmutz, aber in diesem Falle sind es Partikel von getrocknetem Salz, also Salz letztendlich. Und das sauge ich da aus dem Motorunterteil raus. Danach nehme ich noch oben die Schutzkappe ab
und sprühe einmal alles komplett, was ich erwische, mit Korrosionsschutzspray ein. Was man da nimmt, da scheiden sich die Geister dran. Manche benutzen WD-40, manche nehmen einen Motorkonservierer. Es sollte auf jeden Fall etwas sein, was Kunststoffen und vor allem Gummi im Hinblick hier auf den Zahnriemen nicht aggressiv gegenüber ist. Dann ist das ein guter Schutz vor Umwelteinflüssen und vor Feuchtigkeit. Ja, feuchtigkeitsverdrängende Eigenschaften, das sollte auch noch etwas sein, was das Spray auf jeden Fall besitzt. Für dieses Video war es das jetzt schon fast an Arbeiten, was ausgeführt wird. Was jetzt noch folgt, ist das Zurücksetzen des Serviceintervalles. Das mache ich einmal hier am Kombi-Instrument über die entsprechenden Tastenkombinationen und dann noch das Ganze am Laptop, wo ich den Serviceintervall auf das Steuergerät draufschreibe. Was den Service und noch weitere stundenabhängige Arbeiten anbelangt, da kann man noch einiges machen. Im nächsten Video, was nächste Woche Samstag um 12 Uhr erscheint, geht es um die Innereien des Kraftstofffilters, den ich ausgebaut habe. Da werden wir dann sehen, wie viel Dreck da drin ist nach 200 Betriebsstunden. Jetzt sind wir am Ende angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und ich freue mich auf Kommentare rund um das Thema Motorenservice. Bis dann, macht's gut, ciao.